Wo ist eigentlich genau der Unterschied zwischen Wolfsspitz und Keeshond? Wer sich für die Rasse Wolfsspitz interessiert, wird unweigerlich auch mit dem Begriff Keeshond konfrontiert. So ging es mir auch und ich konnte anfangs überhaupt nichts damit anfangen, dass es irgendwie zwei Begriffe für ein und dieselbe Hunderasse gibt. Die Frage ist, meinen beide Bezeichnungen denn wirklich dasselbe? Als erstes stößt man häufig auf die Behauptung, dass der Wolfsspitz im Ausland halt einfach nur Keeshond genannt wird, dass das einfach ein anderer Name ist. Woraus man dann ableitet, dass Wolfsspitz und Keeshond dasselbe sind. Das stimmt, aber es stimmt eben auch nicht. Zur Erklärung ein kurzer Rückblick in die Geschichte. Das Wort Keeshond ist holländisch und bezeichnet in Holland das gleiche wie Spitz in Deutschland und hat mit Käse, den nennen die Holländer nämlich Kaas, so überhaupt nichts zu tun. Hond hingegen bedeutet einfach nur Apropos, das muss ich jetzt mal loswerden, der Name Keeshond spricht sich eben Keeshond. Ganz falsch ist die Aussprache Keeshound oder noch schlimmer Keeshond. Ein Hound ist ein Begriff aus England, der Jagd- und Meutehunde wie Beagles bezeichnet. Und noch viel fürchterlicher ist die Aussprache Keeshond, die ich schon mehrmals aus Amerika gehört habe. Das ist sowas von falsch. Keeshond heißt das. Vermutlich kam der erste deutsche Wolfsspitz durch die Lastkähne am Rhein überhaupt erst nach Holland. Denn der Rhein verbindet ja seit eh und je Holland und Deutschland. In Holland erhielt der Wolfsspitz dann seinen neuen Namen Keeshond und trat anschließend seinen Siegeszug über die ganze Welt an. Besonders in England verliebte man sich in den Keeshond, der bis in die 50er Jahre eigentlich genau wie ein Wolfsspitz ausgesehen hat. Nur eben kleiner und feiner geschnitten. Erst ab den 60er Jahren veränderte sich jedoch sukzessive das Aussehen der britischen Keeshonden. Man begann, einen anderen Typen züchterisch zu bevorzugen. Diesen Typen kann man als Chow-Typen oder Pomeranian-Typen bezeichnen. Dieser Typ wurde und wird auch in den USA und in Skandinavien bevorzugt. Wo liegen jetzt genau die Unterschiede zwischen dem Wolfspitz-Typen und dem Keeshond-Typen? Der Keeshond ist kleiner und stämmiger, hat also ein stärkeres Skelett. Sein Kopf ist feiner, puppenhafter sozusagen, und er hat einen ausgeprägteren Stopp und eine breitere Stirn. Die Schnauze ist oftmals wesentlich kürzer als beim Wolfsspitz. Die Ohren des Keeshonds sind kleiner. Auch hat der Keeshond viel mehr Fell als der Wolfsspitz, das mit ordentlich Unterwolle unterlegt ist. Keeshonde sind häufig heller als Wolfsspitze, ihr Fell zeigt mehr cremefarbene Anteile, aber auch sie haben eigentlich die charakteristische Zeichnung, die man beim Wolfsspitz sieht. Ich sage eigentlich, weil das so auch nicht mehr ganz stimmt. Immer häufiger sieht man Keeshonden, zum Beispiel aus Italien, die fast schon einfarbig beige oder karamellfarben sind. Im Gegensatz dazu ist der Wolfsspitz wolfsgrau mit schwarzen Haarspitzen. Er ist wesentlich größer als der Keeshond, hat ein leichteres Skelett, eine längere Schnauze und größere Ohren. Sein Fell ist moderat und fest, man sagt auch harsch dazu, und ziemlich pflegeleicht. Vom Charakter her unterscheiden sich Wolfsspitz und Keeshond auch. Der Wolfsspitz ist noch typisch spitz, also ein richtiger Wachhund, der sehr aufmerksam ist und auf Fremde erstmal mit Misstrauen reagiert. Er ist alles in allem durchaus respekteinflößend und imposant. Der Keeshond ist eher ein niedlicher Teddybär und vom Wesen her eher der Typ freundlicher Begleithund. Das zeigen zum Beispiel der amerikanische und englische Rassestandard, in denen das heißt, der Keeshond ist weder schüchtern noch aggressiv, sondern kontaktfreudig und freundlich gegenüber Menschen und anderen Hunden. Ganz anders sieht es beim Wolfsspitz aus. Im deutschen Rassestandard heißt es, sein natürliches Misstrauen Fremden gegenüber und sein fehlender Jagdtrieb prädestinieren ihn zum idealen Begleit- und Familienhund und zum Wächter für Haus und Hof. Sind Wolfsspitz und Keeshond nun dasselbe? Nein. Keeshond ist die Bezeichnung für einen Wolfsspitz einer bestimmten Zuchtrichtung, die man durchaus als Showhund-Zuchtrichtung bezeichnen kann. Während in Deutschland und beispielsweise auch in Polen und Tschechien nach wie vor viele Wolfsspitze in ihrer ursprünglichen Funktion als Wachhund gehalten werden, betrachtet man den Keeshond im Ausland und in Übersee eher als Begleithund, der vielmehr auf Show, dann auf seine Arbeitseigenschaften gezüchtet wird. Aber Achtung! Obwohl fast das gesamte Ausland den Begriff Keeshond benutzt, heißt das nicht, dass es im Ausland keine Wolfsspitze gibt. Dieser hier zum Beispiel kommt aus Frankreich und würde Keeshond genannt werden, entspricht aber doch dem Wolfsspitztypen. Weiterhin gibt es auch Mischtypen, die sehen dann so aus. Oder so. Oder so. Auf jeden Fall setzte sich der Begriff Keeshond im Ausland durch, sodass man beispielsweise in den USA, in Skandinavien, in Australien und so weiter den Wolfsspitz eben nur unter dem Namen Keeshond kennt, obwohl Deutschland als Ursprungsland des Wolfsspitzes in der FSCI Zuchtbuch führend ist. Inzwischen heißt es auch im deutschen Rassestandard Wolfsspitz-Keeshond. Ich finde es schade, denn der Wolfsspitz ist ja doch eigentlich eine deutsche Hunderasse. Damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.